Herzlich willkommen in meiner Chaos Kitchen. Wir beide essen gerne Fleisch, deswegen will ich euch heute mal zeigen, wie man eine leckere Marinade machen kann. Damit wir eine Verwendung für die Marinade haben, mache ich uns heute Fleischspieße. Was ihr dafür braucht, für die Spieße, jetzt Spieße natürlich und Fleisch, muss sagen, nicht jetzt blöd. Für die Marinade fange ich einmal hier an. Zwiebeln, ich weiß noch nicht genau wie viele, müssen wir gleich mal gucken. Das ist Sojasauce, damit ihr mal so einen Anhaltspunkt habt, das sind ungefähr 50 Milliliter. Salz, Pfeffer, Paprika, ein bisschen Öl und etwas Honig. Und dann würde ich sagen, starte ich einfach mal und quasi euch hier nicht zu. Als erstes muss ich die Zwiebeln schneiden oder schälen und schneiden. Und schneide ich jetzt so Zwiebelringe, nur keine ganzen, weil ich kriege die nicht gehalten. Schneide ich einfach so, hier geblieben, halbe Zwiebelringe. Aber die kann sich dann jeder schneiden, wie er will, oder? Ja, ihr könnt, ja, also am besten sind halt so irgendwie Zwiebelringartig, weil das soll ja auf dem Fleisch schon drauf bleiben. Wenn es jetzt so für einen Geschmack nehmen würde, dann könnt ihr die schneiden, wie ihr wollt. Ihr könnt natürlich auch kleine Würfel oder was schneiden, nur das hält dann meist nicht so. Ich lasse mich überraschen. Irgendwie in der falschen Reihenfolge angefangen zu schneiden. Am besten die Zwiebeln zum Schluss schneiden. Jetzt schneide ich das Fleisch. Ja, ich mache ungefähr so ein Drittel. Das ist wieder Bife de Vacío. Ich werde das nochmal einmal hier so halbieren in der Mitte, weil mir das ein Tick zu dick ist. Da könnt ihr natürlich auch variieren, was für ein Fleisch ihr da nehmt. So, das teile ich dann nochmal. Wenn ihr Schnitzel schneidet, könnt ihr auch mit diesem Schnitt, nennt man Schmetterlingsschnitt, einfach doppelt so große Schnitzel machen. Also als Tipp. Oh, dann gibt es in einem der nächsten Videos Schnitzel machen mit Sarah. Sarahs Chaos-Schnitzel. Das lasse ich so, weil da ist ja eine Seite ein bisschen dünner, ein bisschen dicker. Ich habe jetzt das restliche Fleisch auch noch aufgeschnitten. Und wir haben uns spontan für ein Bretel entschieden, wo wir das Fleisch gleich rein tun werden. Weil in der Schüssel passt das so mit den Spießen nicht unbedingt. Jetzt mache ich mir die Spieße erstmal fertig. Schiebe das einfach nur hier als, ihr wisst ja, wie man Fleisch aufspießt, durch das Fleisch durch. Dann Möglichkeit nicht in die Pfoten. Guck ungefähr, dass da immer so 3 Stücke dran sind. Ich habe die in der Mitte durchgeschnitten nochmal. Oder das Fleisch in der Mitte nochmal durchgeschnitten. Weil wir machen das mit den Zwiebeln auf dem Grill. Damit die Zwiebeln nicht nachher schwarz und verbrannt sind und das Fleisch immer noch nicht geil ist, habe ich das halt jetzt ungefähr auf die Dicke geschnitten. Das kommt dann, wenn ihr jetzt anderes Fleisch nehmt, das war jetzt hier wieder Bife de Vacío,
Das braucht dann natürlich nicht so lange. Das kommt halt immer auf das Fleisch an, was ihr nutzt. Und das bräuchte sonst doch nochmal einen Tick zu lange. Das macht ihr jetzt auch mit dem ganzen Fleisch, was ihr gerade da habt. Und dann kann es auch gleich schon weitergehen. Die Spieße sind fertig. Ich habe jetzt 6 Stück daraus gekriegt. Jetzt würzen wir die mal eben. Salz, Pfeffer und Paprika. Okay, das ist Pfeffer. Man muss ja nicht immer mit Salz anfangen. Ja, kann ich auch hier. Beides dann von beiden Seiten machen. Das ist süßer Paprika. Wenn ihr das jetzt scharf haben mögt, müsst ihr natürlich den rosenscharfen nehmen. Oder mit Chili. Also wir könnten jetzt auch unser Chili-Pulver nehmen. Ja, regulär ja. Dann einmal drehen. Die mache ich jetzt gleich einmal da drüber nochmal. Sollen wir von der anderen Seite halt auch würzen? Die drehe ich mir jetzt einfach nur hier rein und würze sie dann da nochmal, damit nicht die ganzen Gewürze hier auf dem Brettchen liegen, sondern hier drin bleiben. So. Jetzt kommen die Zwiebeln zum Einsatz. Streuen wir einfach da drüber. Alle. Und verteilen uns die ein bisschen. Dann kommt jetzt das Öl. Ungefähr so da drauf kippen, dass das so etwa bedeckt ist. Könnt ihr natürlich nachher auch noch drehen. Ich will jetzt so nicht komplett nur Öl haben, weil das mag ich auch nicht so unbedingt. Dann die Sojasauce darüber. Ja, passt sogar mit den 50 Millilitern. Und so ein bisschen Honig darüber. Ihr könnt das jetzt auch noch mit, was euch gerade einfällt, eigentlich nachwürzen. Ich würde zum Beispiel noch Knoblauch dran machen. Zum Beispiel, ja, ich nicht. Sarah mag leider keinen Knoblauch. Sesam könntet ihr auch noch dran machen. Wir tun das jetzt so, wie es ist, in den Kühlschrank, decken das noch ein bisschen ab. Ich schätze mal so, dass ich jetzt so ungefähr 4 Stunden jetzt drin lasse. Alle Stunde dann in etwa so mal durchrühren, durchdrehen. Ja, eher drehen, nicht rühren. Und dann sehen wir uns eigentlich gleich schon am Feuer wieder. Unser Fleisch ist soweit. Unser Feuer auch? Das habe ich jetzt schon wieder falsch gesagt. Nee, nix. Nur, dass unser Feuer auch soweit ist. Oder die Glut. Die restlichen Zwiebeln tue ich beim letzten Drehen oder beim Drehen drauf. Aber nicht auf jeden Fall noch. Genug? Nein. Zieht sich ein bisschen. Dazu habe ich uns jetzt noch Kartoffeln geschnitten. Die tue ich gleich mal in die Pfanne. Aber ihr könnt dabei machen, was ihr wollt eigentlich. Wie immer, Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt. Und du kriegst das nicht, Simba.
Darf probieren? Bin gespannt, was du da jetzt so sagst. Ja, Leute, wie ihr eure Marinade dann einsetzt, das ist euch überlassen. Was es dazu gibt, alles eurer Fantasie überlassen. Wir haben hier so ein paar Kartoffeln dabei. Und? Mhm. Sehr gut? Mhm. Und zart. Perfekt. Ja, wenn ihr das nachmacht, dann schreibt mal, womit ihr die ganze Sache gegessen habt. Und das freut die Sarah immer, gerade wenn ihr auch sagt, wie es euch geschmeckt hat. Ansonsten kann ich nur sagen, guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen. Ich fange gleich doch an zu wollen. Große Schnauze gehabt, ich weiß nicht. Jetzt kommen die. Siehst du dann? Nein? Einfach so querfeld ein. Aber doch gleichmäßig. Ja, immer reiner. Dann Salz, Pfeffer. Mach nochmal, stell nochmal hin und dann sagst du dann Salz, Pfeffer. Ich hätte vorher würzen sollen.